Hi Leute, willkommen zu Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein ein Prototyp. Und zwar habe ich vor einer ganzen Weile, ich weiß nicht, könnten schon 1-2 Jahre her sein, vielleicht auch länger, ich weiß es nicht mehr genau, habe ich für einen Freund aus dem Lab einen Prototypen gebaut. Der hatte die verrückte Idee, und zwar einen Schlagring und einen Stoßdolch zu kombinieren. Dabei ist diese Schablone entstanden. Ist jetzt nicht so das perfekte Teil, ist auch ein bisschen schief und krumm geworden, aber naja, gut. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hatte ich das Ding noch liegen in meiner Schablonenkiste und bin dann gefragt worden, ob ich dann nicht eventuell das Teil nochmal bauen kann, so von wegen Handhabung und so. Naja, kann man machen. Wie gesagt, werde ich jetzt auch. Vielleicht werde ich das Ding auch noch ein bisschen gerader setzen, weil die Klinge ist wirklich irgendwie ein bisschen schief geraten. Wenn ich das hier so sehe, ist das wirklich nicht gerade mittig. Da muss ich mal gucken, dass ich das Ding ein bisschen weiter irgendwie rübersetze. Naja, gucken wir mal. So, soweit der Plan. Ja, dann geht es jetzt mal an die Tat. Wenn das Thema euch gefallen sollte, Likes, Kommentare, Abos, gern gesehen. Bleibt dabei, wir sehen uns. So Leute, dann fangen wir mal an. Zwar habe ich ein bisschen vorbereitet, ein Stück Matte, 10er. Dann für die Klinge 3er Matte habe ich mal genommen, dass sie relativ schlank wird. Kann man natürlich auch 6er nehmen. Ein bisschen Fliegengitter, Cuttermesser und ein Stecheisen, um die Fingerteile auszustechen. Da hat man halt nicht so viel Arbeit. So, dann fangen wir jetzt erstmal an. Die Schablone habe ich schon mal aufgelegt. Benutzen weißen Edding, weil das ja schwarzer Schaumstoff ist. Ansonsten würde ich halt einen Kugelschreiber benutzen. Und fange dann an, erstmal die Konturen nachzuziehen. So. Wie gesagt, das Ganze ist ein Prototyp. Den kann man wahrscheinlich auch noch verbessern von der Handhabung. Da müssen wir dann aber mal gucken. So 1-2 Sachen sind mir jetzt im Vorfeld schon aufgefallen, die man noch verbessern könnte. Aber wie gesagt, das wird jetzt erstmal nur dieser Prototyp, den ich schon mal gemacht habe. Und dann schauen wir mal. So, jetzt müssen wir gucken. Die Klinge war ja irgendwie so ein bisschen schief. Dass man das Ganze irgendwie noch ein bisschen gerader machen. Zwar würde ich mal sagen, könnte das so schon fast hinhauen. Probieren wir mal. Wie gesagt, bei der Originalschablone, die wir da mal gemacht haben, beziehungsweise ist das ein bisschen schief. Ich hoffe, dass das jetzt gerade ist. So, dann fangen wir mal an. Ich gehe jetzt erstmal hin mit dem Eisen und steche erstmal die Fingerteile aus. Die kann man je nachdem, können wir die noch behalten. Die kann man immer mal wieder für andere Sachen gebrauchen. So. Das Teil hier, das habe ich mir mal besorgt gehabt, weil ich zu faul bin, jedes Mal das auszuschneiden und wie so ein Blöder zu schleifen. Also schleifen tue ich jetzt immer noch so ein bisschen, aber halt nicht mehr so viel, wie ich jetzt sonst immer musste. Dann guckt er, dass die Abstände so halbwegs hinhauen. Dass noch genug Material da ist. Wobei ich sagen muss, so ein Stecheisen in der Größe ist auch nicht billig. Ich glaube, das hat mich über 20 oder an die 20 Euro gekostet. Ist ein 30er. Also nicht gerade ein kleines Teil. So. Dann gehen wir mal hin. Ups, das ist schon fast wieder eine Finger. Oh ne, falsche Seite. Wieder den obligatorischen Schleifstein. Dann braucht er nämlich nicht immer neue Cutterklingen kaufen. Aber den Tipp hatte ich glaube ich auch schon mal irgendwo gegeben. Oder des Öfteren. Dann gehe ich jetzt an den Linien lang. Schneide das schon mal runter. Nehme die Außenkanten. Ich hätte zwar jetzt auch die Innenkanten nehmen können, aber ist jetzt erstmal egal. Geht eigentlich ja nur darum, den Prototyp nochmal zu bauen. Und dann soll der quasi von der Handhabung mal so ein bisschen demonstriert werden. Wie gesagt, das ist echt
ein absoluter Prototyp gewesen, den wir da mal durch eine Idee haben entwickelt. Ja. War halt gedacht, dass das Ding halt naja, etwas böser aussieht, wie es halt vielleicht ist. Wenn es denn funktioniert, ist natürlich das Ding gar nicht mal so übel. Also ich meine, es ist mir erzählt worden, dass das Ding eigentlich gut funktioniert, aber wie gesagt, ich bin halt darum gebeten worden, dazu mal ein Video zu machen. Also machen wir das halt jetzt. So. Jetzt schneiden wir das hier in der Mitte noch aus. So, dann haben wir das jetzt schon mal. Dann gehe ich hin. Das ist alles Müll. Brauchen wir nicht mehr. Schmeißen wir auf Seite. Ein paar Sachen kann man davon noch gebrauchen. Dann gehe ich jetzt hin. Wir nehmen die Cutterklinge, damit geht es einfacher. So, schneide ich einen dünnen Streifen Fliegengitter raus. Kann sein, dass der jetzt schon ein bisschen zu lang ist oder auch zu kurz. Also egal, machen wir mal ungefähr die Länge. So. Das Ganze werde ich dann quasi hier einmal so drum kleben, damit das der Klinge quasi ein bisschen mehr Stabilität gegen Abreißen gibt. Und dann gucken wir mal. So. Nehmen wir mal wieder so ein bisschen Heißkleber. Erstmal oben so ein bisschen fixieren. Also ich glaube so richtig mittig habe ich diesmal schon wieder nicht erwischt, aber wie gesagt, der Prototyp war sowieso so ein bisschen schief und krumm. Es ging halt nur darum, so ein Ding mal zu bauen. Ich hatte da glaube ich 3 Stück oder so gebaut. War jetzt keine Riesenaktion. Wie gesagt, war so just for fun. Ihr kennt ja Laper und Ideen. Hm? Ich bin halt der Verrückte, der so Sachen dann auch noch umsetzt. So. Wie gesagt, das Ganze klebe ich hier noch ein bisschen zur Stabilisierung ein. Müsst jetzt nicht bei der Sache, aber ich mache es einfach mal. So, jetzt haben wir hier das Fliegengitter so ein Stück eingeklebt. Prinzipiell braucht man es nicht, aber man kann es halt machen. So, jetzt gucken wir mal. Die Klinge ist natürlich dann jetzt auch nicht ganz so geworden, weil ich dann hier das Stück ein bisschen schief habe. Da müsste ich jetzt erst mal gucken. Na gut, wenn ich das Stück abschneide, dann geht's. Muss ich halt ein bisschen das Ding ein bisschen gerade schneiden. So. Ups. So. Wie gesagt, das wird jetzt nur wieder ein Prototypen. Ne? Deshalb werde ich das Ganze jetzt mal mit Heißkleber kleben. Normalerweise die Klinge selber würde ich jetzt nicht damit machen, aber es geht jetzt halt einfach nur darum, dass das Ding gebaut ist und dann wegen der Handhabung. So.
Das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen auskühlen. Dann gucken wir mal, ob wir hier noch so ein Stück Mattenrest haben. Hier vielleicht noch so ein bisschen was drüber. Ah, geil. Das passt sogar fast. Machen wir. Dann wird es doch ein bisschen aufwendiger, wie ich wollte. Na, egal. Was macht man nicht alles für die Leute, die einen um was bitten, ne? So. Das tun wir durch. So. Schnell mal das hier. Ich hoffe, das klappt so. So, dann kommt man eigentlich noch ein bisschen das Ganze hier entgraten. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen zu groß. Das geht. So Leute, der Rohling ist jetzt soweit fertig. Das ist jetzt nicht so eine Schönheit geworden. Aber wie gesagt, das sollte jetzt nur mal so zum Gucken dann sein. Ja, soweit sieht der schon mal dann aus. Und dann demonstriere ich euch jetzt mal, wie das eigentlich gedacht war, wie das Ding funktionieren soll. So Leute, und zwar, das Ding, wie gesagt, ist aus einer Idee entstanden von einem Freund. Im Endeffekt habe ich einfach nur die Klinge vom Stoßdolch genommen und halt einen Schlagring draufgesetzt oder umgekehrt, könnt ihr euch aussuchen. Und zwar war der Gedanke nicht, dass das Ding wirklich wie ein Schlagring benutzt wird, zumal das Teil relativ jetzt groß ist. Und von der Handhabung würde ich jetzt eher hingehen und hier noch das Teil, also hier, noch wegmachen, damit man quasi besser greifen könnte. Wie gesagt, das war jetzt der erste Prototyp, den wir mal gebaut haben. Interessanterweise, dadurch, dass man halt den Griff hier noch, wenn man den jetzt hier, ach wisst ihr was, wir schneiden das Teil einfach mal weg. Und dann gucken wir mal, wie das danach aussieht. Was haltet ihr davon? Muss man dann halt gucken. So. Schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Und zwar, ja, könnte man den jetzt schon wesentlich besser greifen. Ja, wie gesagt, das ist nur ein Prototyp. Den könnte man dann noch halt so machen, dass man halt besser greifen kann. Und interessanterweise, wie ihr seht, die Klinge, ich hatte ein bisschen Angst, dass man sich die quasi hier so in den Arm reindeut. Aber interessanterweise funktioniert das ganz gut. Und zwar dadurch, dass das hier auf dem Handballen aufliegt, hat die Klinge so ein bisschen Abstand. Und im Endeffekt war das eigentlich gedacht, dass der Gegner den Schlagring als erstes sieht und sobald man dann in der Nähe vom Hals oder was auch immer ist, quasi mit der Klinge zusticht. Also soweit war der Plan. Wie gesagt, ist ein Prototyp, kann man bestimmt noch irgendwie verbessern. Also wie gesagt, so von der Griffigkeit her und sowas, wie gesagt, es war halt mal ein Prototyp, den wir so just for fun mal ausgedacht haben. Wie gesagt, ihr habt ja schon gesehen, hier kann man was verbessern, indem man halt dann eine Seite was wegmacht, damit man halt besser greifen und packen kann, dass man eine vernünftige Faust machen kann. Weil durch das Teil hier ging das halt vorher nicht. Kann man dann halt auch als Linkshänder nehmen. Ne? So. Muss man halt dann nur umdrehen, je nachdem. Ne? Also das geht schon ganz gut. Gut, ein bisschen bietet sich, aber das ist halt weicher Schaumstoff. Ich hoffe nur, dass keiner auf die Idee kommt, so ein Ding auch echt dann zu bauen. Na, ihr wisst ja, Schlagringe und so Stoßdolche sind eigentlich verboten. Wie gesagt, das ist Schaumstoff, da kann nichts passieren. Ist halt nur auch für Lab, ne, gedacht. Aber es gibt bestimmt ein paar, die das Ding nachbauen werden in Original. Wenn es nicht schon so Dinger gibt. Keine Ahnung, ich bin in der echten Materie, bei echten Waffen nicht so drin. Ich baue halt nur für Lab. Ja? Ja, wenn euch das Ganze soweit gefallen hat und ich das Ding noch fertig machen soll, könnt ihr ja gerne ein paar Kommentare drunter schreiben.
Wenn ihr sagt, macht das Ding mal fertig, pinselt das, wir wollen mal sehen, wie das Ding fertig aussieht, ne? Dann mache ich das. Ansonsten bleibt das halt so liegen. Dann hoffe ich mal, das Ganze gefällt euch, der Person, die mich darum gebeten hat. Hoffe ich, gefällt das Video auch. Dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.